Hallo Freunde der Gesundheit, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr sie teilen würdet mit den Freunden und den Kanal abonnieren würdet und weiterempfehlen würdet an eure Freunde. Das heutige Thema ist Stoffwechsel. Wie kann ich meinen Stoffwechsel ankurbeln? Ihr kennt sicherlich das Phänomen, dass manche Menschen nur ein Stück Brot oder ein Stück Kuchen angucken und schon haben sie mehrere Kilos auf den Rippen. Und andere Menschen, die essen wie eine Schleuder und sehen ihm nicht zu, weil der Stoffwechsel bei ihnen sehr schnell läuft. Bevor ihr diese Tipps umsetzen könnt, solltet ihr erstmal eine gründliche Untersuchung machen, eine Blutuntersuchung auf Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes, koronare Herzerkrankung oder Schilddrüsenerkrankung. So, welche Tipps kann ich euch geben? Also erstmal empfehle ich euch eine proteinreiche Ernährung. Warum ist Protein sehr wichtig? Protein, also der Körper muss sehr viel Energie aufwenden, um die Proteine in Aminosäuren aufzuspalten. Und Proteine wirken sehr sättigend. Ja? Deshalb, je mehr Proteine ihr euch zu euch nehmt, desto besser für euren Stoffwechsel. Ja? Und die Muskeln freuen sich auch, ja? Weil Männer bzw. Frauen, die viel Sport machen, müssen viele Proteine zu sich nehmen, um ihre Muskeln aufzubauen. Weniger Zucker essen ist sehr wichtig. Warum? Zucker führt dazu, dass in der Bauchspeicheldrüse Insulin ausgeschüttet wird. Das Hormon Insulin. Das Hormon Insulin sorgt dafür, dass Glucose, also Blutzucker, von den Gefäßen ins Gewebe gelangt. Ja? Und wenn das zu viel passiert, also wenn zu viel dieser Vorgang abläuft, dann kriegt der Körper wieder ein Signal und er muss wieder, ja, ihr habt wieder mehr Hunger und es wird wieder Insulin ausgeschüttet. Und somit wird immer mehr und mehr Blutzucker ins Gewebe gebracht und das wird dann langfristig in Fett umgewandelt und es führt zur Gewichtszunahme. Deshalb achtet darauf. Ganz wichtig ist, nicht unregelmäßig essen. Das heißt, ein regelmäßiges Essen, Ernährung ist sehr wichtig, damit der Stoffwechsel den ganzen Tag angekurbelt ist. Wichtig ist natürlich auch, was ihr isst und wie viel ihr esst. Ja? Am besten nicht so viel essen, dass ihr gesättigt seid, sondern immer etwas übrig lässt in eurem Magen. Ja? Am besten auch 5-mal am Tag Obst und Gemüse zu euch nehmen. Ja? Eine Handvoll, je bunter, desto besser. Das sage ich ja fast in jedem Video. Der nächste Punkt ist auch natürlich sehr wichtig. Wir bestehen zu 3/4 aus Wasser. Deshalb ist Wasser trinken das ganz ein wichtiges, eine wichtige elementare Sache. Und zwar am besten stilles Wasser. Ja, stilles Wasser ist frei von Kohlensäure. Säure ist per se sehr schlecht für unseren Körper, weil wir sowieso übersäuert sind. Wir brauchen ja nicht noch mehr Säure, sondern eher basische Ernährung. 2 bis 3 Liter sollten wir trinken. Die Nieren freuen sich, die Leber freut sich, der ganze Körper freut sich und ihr habt auch mehr Power und Energie. Alkohol, darauf solltet ihr verzichten. Ja, klar ist Alkohol ungesund und natürlich sollte man auch nicht mit Alkohol fahren, das ist ja klar, aber darum geht es hier nicht. Und zwar geht es darum, dass Alkohol sehr viel Kalorien enthält und ein Stoffwechselhemmer ist. Ja, der Körper braucht sehr lange, um den Alkohol abzubauen und ist damit beschäftigt. Das heißt, Kalorien können dadurch nicht abgebaut werden. Der nächste Punkt, den ich euch empfehle, ist auf Fastfood zu verzichten. Fastfood ist natürlich eine Ernährung, die sehr wenig Nährstoffe, sehr wenig Vitamine enthält, ja, diese Nahrungsmittel. Deshalb solltet ihr, wenn ihr Fastfood esst, bitte nicht so häufig, sondern relativ selten, am besten einmal im Monat. Auch ich neige dazu, mindestens einmal Woche da hinzugreifen, aber wie gesagt, nicht zu spät das Essen und nicht zu viel davon. Und wenn, dann macht Sport. Das ist der nächste Punkt. Regelmäßig Sport machen. Ja? Sport fördert unseren Stoffwechsel und am besten empfehle ich euch 3-mal die Woche mindestens eine halbe Stunde und am besten ist eine Abwechslung zwischen Ausdauer und Krafttraining. Eine gesunde Mischung von Ausdauer und Krafttraining wäre das Beste für euren Körper. Ja, das sind meine groben Tipps, meine tollen Tipps, muss ich sagen, die auch bei mir funktionieren, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Ich konnte vielen Patienten und Menschen damit helfen, ja, und ich hoffe auch, dass ich euch damit helfen konnte.
ja, euren Lebensstil zu ändern und zu verbessern, sodass ihr mehr Power und Energie habt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Nochmal zusammenfassend: viel Bewegung, wenig Zucker und Alkohol, viel Eiweiß, kein Fastfood, ausreichend Wasser trinken und viel Sport. Alles Gute, euer Dr. Majid. Bis zum nächsten Video.